Hallo, ich freue mich. Heute mal wieder was Figürliches, zeige ich dir heute. Ja, das habe ich auch wieder aus den Kommentaren gelesen, dass eben gerne auch mal wieder was Figürliches gesehen werden will. Und deshalb war der richtige Zeitpunkt einfach da. Ich habe gesagt, okay, jetzt mache ich mal wieder eine Figur und diesmal eben nur mit einem einzigen Farbton, mit dem Blau. Das trocknet nämlich ganz dunkel ab und du kannst es auch transparent, ganz hell damit arbeiten. Du siehst in dem Film, in dem Video, dass ich schon in der ersten Farbschicht, also in dem ersten Farbauftrag mit dem Fensterwischer die Figur schon rausarbeite und dann kannst du das Bild auch schon so lassen. Also es hat mir sehr gut gefallen, nur in den ersten Step mit dem einfachen Rausziehen und Wischen und Hin- und Herschieben der Farbe ist etwas entstanden, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe das dann aber weiter bemalt für dich, damit du siehst, wie man eben die Figur nochmal wieder weiter bearbeiten kann. Also so wie auch in dem anderen Video. Das kannst du dir auch nochmal angucken. Ja, also es steht dem nichts im Wege. Du brauchst keine großen Kenntnisse. Du kannst einfach loslegen, nimm deine Leinwand, nimm den einen einzigen Farbton, der dir gefällt, einen Weiß dazu. Ich schreibe aber auch in die Videobeschreibung nochmal den Link zu dem Farbton, den ich benutzt habe. Also das Blau, das Weiß, Malgrund, ein Fensterwischer und ein paar Pinsel, Wasser, fertig. Dann kannst du loslegen. Also erst das Video schauen, Kaffee trinken, vom Spaziergang zurückkommen oder mitten in der Nacht aufstehen und das Video gucken. Ich freue mich. Lieben Gruß an euch alle von hier aus dem Atelier. Ich freue mich sehr über die Kommentare. Vielen, vielen Dank. Und jetzt einen schönen Sonntag und einen guten Start. Heute will ich nur ein blaues Bild machen, also ich will nur mit Blau und Weiß arbeiten. Und da eignet sich das Blau hier ganz gut. Und ja, das ist nämlich dunkel und transparent. Schau mal in die Videobeschreibung, da packe ich dann einfach mal einen Link dazu rein. Du kannst jetzt hier natürlich wieder viel ausprobieren, dich inspirieren lassen, das sieht schon wieder so super aus. Jetzt hier nochmal Blau dazu, also derselbe Farbton. Und du siehst, da ist er ganz, ganz dunkel. Und ich habe vor, weil ich das auch gelesen habe, immer wieder von den Kommentaren, dass mal wieder eine Figur gezeigt werden könnte. Die ist heute dran. Ich habe jetzt die Farbe schön verteilt und fange jetzt an, mir hier meine Figur rauszumodellieren. Und habe jetzt nur so eine Figur im Kopf, habe keine Vorlage und gucke jetzt mal, wie ich eine Frauenfigur hier rausarbeiten kann. Das geht nämlich mit dem Werkzeug total gut und mit der Farbe, weil die gut haftet, aber auch lange offen ist. Du siehst schon, dass ich mir eine Begrenzung gemacht habe. Also ungefähr muss die Figur jetzt in dem Farbfeld reinkommen und ich sehe schon, auf der einen oder anderen Seite komme ich ein bisschen weit rüber, aber das kann ich auch gleich wieder ein bisschen zurückschieben, die Farbe. Und es macht einfach Spaß, weil du
ja, selbst wenn es dir nachher nicht gefällt, kannst du es einfach wieder die Linie übermalen. Und du kannst dich aber jetzt hier schön ausprobieren und einfach gucken, was entsteht. Also du hast ja jetzt auch keinen Druck, dass irgendwas jetzt mal rauskommen muss. Also ich gucke, hier sind die Schultern so, da das Gesicht so ein bisschen angedeutet, die Hüfte, der Po, hier die eine Schulter ein bisschen rüber. Also ich kann es immer wieder hin und her verteilen, die Farbe, bis ich so meine Figur hier gerade gefunden habe. Wenn dir die Farbe antrocknen sollte, dann kannst du die auch einfach kurz wieder mit Wasser ansprühen und dann nochmal weiter verziehen. Also mit dem einen Arbeitsschritt hier, also wirklich nur mit diesem einen Arbeitsschritt, kann ich es so weit abstrakt modellieren, dass ich es auch schon so lassen könnte, aber ich will es trocknen lassen und dann noch ein bisschen feiner ausarbeiten für dich. Mal sehen. Also jetzt habe ich es tatsächlich trocknen lassen und habe mir in der Zeit mal eine Skizze gemacht. Ja, die Figur mal hochkant gestellt, mir mal angeguckt. Und so finde ich es ganz gut. Mal ein bisschen gucken, wie die Bewegung ist von der Figur. Ja, also hier so die Schulter. Ist komisch, wie es aussieht, aber du musst dich in die Figur hineindenken. Fühl diese Bewegung und es ist auch eine gute Lockerungsübung für die Schulter. Jetzt bin ich also in einer feineren Malerei und gehe jetzt so vor wie bei dem anderen Video, was du da gerade stehen siehst auf der Staffelei. So, ich habe jetzt hier meinen Teigschaber, den kennst du auch schon aus anderen Videos. Denn hier, die Stelle, das sieht noch, ich muss immer lachen, weil es sieht lustig aus, ja. Das kann ich ja dunkel machen, aber meine dunkle Farbe hier, die deckt nicht, deshalb ziehe ich jetzt hier einmal weiß drüber und gehe danach dann nochmal mit dunkel nach.
dem Werkzeug, das kennst du jetzt auch schon aus meinen Videos, arbeite ich ganz gerne, weil ich kann auch so schöne Linien damit ziehen, aber auch flächig arbeiten. Und hier oben jetzt nochmal so das Licht für die Haare oder so Haare andeuten, darauf ziehen. Und ich muss immer wieder an Picasso denken. Und ja, guck dir auch ruhig mal schöne Motive an oder auch Motive, wo du so denkst, wow, wo du vielleicht sogar denkst, hey, das hätte ich auch gekonnt. Das kommt ja manchmal und davon kannst du dich auch anregen lassen. Noch so ein paar Lichter will ich da reinsetzen, also einfach nur noch mal ein bisschen Weiß draufziehen. Fast so wie Regen oder als würde die in so einem Lichtstrahl sitzen, die Figur. Das lenkt auch nochmal so ein bisschen die Aufmerksamkeit ab, durchbricht nochmal so die Fläche. Finde ich ganz gut. Und dann lasse ich es so. Ja, so habe ich das Bild jetzt gelassen. Es hat wieder mal Spaß gemacht. Also auch, wie gesagt, in der ersten Farbschicht kannst du das Bild auch so lassen. Und wenn du dir mal andere Künstler anguckst, ob das jetzt Picasso ist oder sonst wer, da sehen die Figuren ja auch nicht aus, wie sie real aussehen. Also ja, guck da einfach nochmal rein und lass dich da vielleicht auch nochmal von inspirieren. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall. Such dir das raus, was für dich passt, und such auch den Farbton raus, der für dich passt. Guck in die Videobeschreibung, da habe ich noch was stehen. Und
ansonsten freue ich mich auf deinen Kommentar. Vielen Dank für dein Abo und danke für dein Like und hab einen ganz schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass du bis hierhin geschaut hast. Dann hast du wirklich Interesse an der Malerei und ich gebe dir gerne noch einen Tipp auf Seite 26. Da findest du etwas zu der Lasurtechnik und das ist ganz passend, was da drin steht zu dieser Art Malerei. Ja, jetzt hab einen ganz tollen Sonntag und ja, genieß deine Zeit. Viel Spaß!